Dieses Video steht unter der Überschrift der Echolette-Motor, der Pabst-Außenläufer-Motor, das Herz der deutschen Bandechos. Ja, das hört sich jetzt mal dick aufgetragen an, das Herz der deutschen Bandechos. Aber ich sehe tatsächlich gute Gründe für diese Aussage. Natürlich besteht ein Bandecho auch aus anderen wichtigen Bauteilen, aber ohne Motor nun mal kein Echo, da er den Bandtransport erledigt. Und ja, die Geschwindigkeit des Motors entscheidet auch über die Echozeiten mit. Ein stabiler Gleichlauf verhindert nicht immer erwünschte Effekte wie Wow and Flutter. Die Bandgeschwindigkeit hat zudem auch entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Bandaufnahme und auch der Wiedergabe. Ja, und das Herz der deutschen Bandechos, ganz einfach deshalb, weil dieser Pabst-Motor, den man da auf dem Bild sieht, in unterschiedlichen Ausführungen in den Bandechos von Klemmt, Echolette und Dynacord vom Ende der 50er bis zum Ende der 70er verbaut war. Er ist also das Herz der deutschen Bandechos und das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Mit dem Fokus auf die Echolette NG51S, aus der dieser Motor hier stammt. Ja, beginnen wir mal mit dem Aufbau des Motors. Da ist zu sagen, dass er aus zwei großen Hälften besteht. Einmal dem sogenannten Stator mit den elektrischen Wicklungen und dem Außenläufer, dessen Spitze den Kapstan bildet, der das Band bewegt. Ja, und diese beiden Hälften trennen wir jetzt voneinander. Das geschieht zunächst durch Entfernen dieses Innensägerrings. Danach kann man diese kleine Plastikkappe aus der Vertiefung entfernen. Und da sieht man in der Mitte strahlend eine kleine Stahlkugel. Diese stellt das eigentliche Kugellager der Motorwelle dar. Und die Motorwelle geht genau durch das Zentrum des Stators und ist hier auf der Unterseite des Motors dann gelagert. Gelagert sollte sie sein in etwas Fett. Dieses Fett ist hier auch noch zu sehen. Allerdings hat sich das in etwas Krümeliges verbröselt. Also das ist schon sehr altes Fett gewesen und das ist dann auch glücklicherweise schnell aus dem Motor rausgefallen und ich habe den Rest dann mit einem feinen Pinsel entfernt. Das sollte also überhaupt nicht so sein. Da sollte schönes Fett drin sein. Ja, und wenn das entfernt ist, dann sieht man eine Unterlegscheibe, die noch einmal auf einem kleinen Sägerring aufliegt. Und dieser Sägerring, der steckt in einer Einkerbung auf der Motorwelle. Und wenn man das rausgenommen hat, dann bleibt ganz unten nur noch eine kleine Kunststoffunterlegscheibe oder ein Kunststoffring. Das könnte eventuell Pertinax sein, das sieht so ein bisschen so aus. Ist das entfernt, dann kann man diese beiden Motorhälften voneinander trennen. Das passiert nicht ganz von alleine, da braucht man entweder ein kleines Abziehwerkzeug oder man versetzt den Außenläufer in ein paar ruckhafte Bewegungen nach oben vom Stator weg und durch dieses ruckhafte Ziehen sollte er sich dann auch vom Stator lösen. Das kann mal besser und mal schlechter funktionieren. Das hängt davon ab, was man jetzt auf dem nächsten Bild sieht. Da sieht man die beiden getrennt und man sieht auf den Laufflächen von Stator und Außenläufer in diesem Fall erheblichen Rost und den üblichen Dreck zwischen den Rippen. Dieser Rost sollte da natürlich nicht sein. Das gehört da absolut nicht hin. Jetzt ist es natürlich so, diese Laufflächen, die liegen nicht unbedingt direkt aufeinander auf. Da ist schon ein Luftspalt dazwischen. Aber wenn sich hier genug Rost aufbaut, dann kann das schon auch mal dazu führen, dass der Motor komplett festsitzt. Also dass sich da überhaupt nichts mehr bewegt. Das wäre dann tatsächlich ein Problem. Aber hier hat sich es nochmal trennen lassen und ich habe das später auch entrostet. Dazu ganz am Ende dieses Videos noch ein paar Hinweise. Ja, was zu Stator und Außenläufer noch zu sagen ist ihr Gewicht. Der Stator hat ein stattliches Gewicht von 422 Gramm und der Außenläufer steht dem nicht viel hinterher. Der wiegt ganze 417 Gramm und das muss er auch, das macht durchaus Sinn. Denn es ist wünschenswert, dass der Außenläufer eine gewisse Masse hat, denn damit einher geht ja auch eine gewisse Massenträgheit. Das heißt, wenn der einmal in Bewegung gesetzt ist, dann möchte er sich auch weiter drehen.
Und das ist sehr gut für den Gleichlauf des Motors, weil kleinere Schwankungen beim Antrieb werden dadurch ausgeglichen. Der läuft da einfach drüber hinweg. Ja, wir haben also ein gutes Kilogramm Motor vor uns liegen. Jetzt aber erstmal soweit, so viel zur mechanischen Seite des Motors. Werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Elektrik. Die wichtigsten Angaben hierzu sind direkt auf den Motor aufgedruckt. Zunächst aber noch was anderes. Hier unten rechts findet man das Herstellungsdatum des Motors, in dem Fall Dezember 1965. Das ist natürlich ein ganz schönes Indiz für das Alter eines Gerätes oder kann ein Indiz dafür sein. Deswegen ist diese Zahl immer besonders spannend. Daneben findet sich die Seriennummer des Motors und hier sind die wichtigen elektrischen Fakten, nämlich dieser Motor möchte bei einer Spannung von 42 Volt betrieben werden, 50 Hertz Netzfrequenz und er hätte gerne einen 48 Mikrofarad Kondensator. Nicht täuschen lassen, das große M steht hier für Mikro. Bei manchen anderen Motoren ist da auch das μ-Zeichen aufgedruckt. Die 50 Hertz bin ich mir nicht sicher, ob man das zu ernst nehmen muss, denn die NG51S, die wurde ja auch ins Ausland verkauft und die hat auch einen Spannungswahlschalter und sie hat auf der Primärseite auch verschiedene Abgriffe auf der Primärwicklung. Die ist also schon ab Werk geeignet für andere Stromnetze, 110, 120 Volt. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, ob zum Beispiel eine US-Version tatsächlich einen 60 Hertz Motor hatte. Ich habe den noch nicht gesehen. Wenn ihr da was wisst, würde ich mich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Was man aber schon sagen kann, bei 60 Hertz läuft der Motor natürlich etwas schneller. Und warum das so ist, das sehen wir auch nachher noch. In anderen Geräten waren zum Teil andere Motoren verbaut. In den 70er Jahren finden sich zum Beispiel die 220 Volt Ausführungen dieses Motors. Die brauchen dann auch einen anderen Motorkondensator. Ich glaube, der lag bei 2 Mikrofarad. Ja, wenn wir den Motor jetzt uns mal genauer anschauen, dann muss uns natürlich auffallen, dass da 6 Anschlussdrähte herauskommen, die farbkodiert sind in Paaren, nämlich gelb, gelb-schwarz, Rot, Rot-Schwarz und Grün, Grün-Schwarz. Manchmal ist es gar nicht mehr so einfach, diese Farben auseinanderzuhalten. Besonders Rot und Grün ist dann sehr dunkel und man kann gar nicht mehr entscheiden, was ist. Was hier auf jeden Fall hilft, ist, wenn man diese gelbe Schutzhülle etwas zurückschneidet, weil weiter hinten haben sich die Farben normalerweise erhalten. Und das kann man ja einfach mit einem Schrumpfschlauch später wieder bedecken. Ja, und was sollen jetzt diese Anschlüsse genau? Ich meine, die Farbkodierung und die gerade Anzahl in Dreierpaaren lässt ja schon oder drängt einen ja schon in die Richtung zu denken, das könnte vielleicht ein Motor mit 3 Wicklungen sein. Das wissen wir jetzt aber noch nicht genau. Also wir haben jetzt von außen betrachtet noch nicht wirklich ein Verständnis dafür, wie dieser Motor aufgebaut ist, aber man hat ja Messgeräte, man hat ja einen Multimeter rumliegen und deswegen kann man ja mal anfangen, das ein oder andere mit diesem Motor zu messen. Also das ein oder andere, ich rede hier von Durchgangsprüfung und dem ohmschen Widerstand oder dem Gleichstromwiderstand. Und das habe ich mal gemacht. Also wenn wir das Multimeter mit der Durchgangsprüfung auf die 6 Adern loslassen, dann stellen wir fest, dass alle 6 Adern Kontinuität haben. Das heißt, in irgendeiner Weise sind die alle miteinander verbunden. Jetzt wissen wir natürlich immer noch nicht, sind das 6 Abgriffe einer großen Wicklung oder sind es vielleicht doch 3 Wicklungen, die einfach ineinander verschaltet sind oder miteinander verschaltet sind. Da müssen wir noch ein bisschen genauer uns überlegen, wie das sein könnte. Und was uns als nächstes dazu hilft, ist mal den Gleichstromwiderstand zwischen den Kabeladern oder den Aderpaaren zu messen. Was mich hier interessiert, ist eigentlich nur, wo diese Abgriffe räumlich sitzen. Die Überlegung ist also, je weiter diese Abgriffe auf der Wicklung voneinander entfernt sind, desto größer sollte eigentlich auch der Gleichstromwiderstand zwischen ihnen sein. Also die gemessenen Werte sagen mir hoffentlich, wie weit die Abgriffe in Relation zueinander oder voneinander entfernt sind. Ja, und das habe ich gemacht.
Ich habe das auf diese Art und Weise gemacht, dass ich eine Testspitze mit einem der Drähte verbunden habe und dann habe ich mit der anderen Testspitze jede der anderen Leitungen durchgemessen und habe das mal in eine Matrix eingetragen. Ja, und dabei ist Folgendes rausgekommen. Ich habe ja schon gesagt, wir haben Durchgang auf allen 6 Adern. Und es fällt jetzt hier auf, dass 3 Widerstandswerte immer wieder auftauchen. Ich muss dazu sagen, ich habe die ein kleines bisschen gerundet. Also nach dem Komma hat sich das mal um 1, 2 Zähler geändert. Ich habe damit einfach das Ganze übersichtlicher ist, da mal den Mittelwert genommen. Ja, und die 3 Werte, die immer wieder auftauchen, sind 31,5, 49,1 und 55. Also sprich, ich habe das eine Ende oder die eine Messspitze an den gelben Draht gehangen und dann habe ich mit der anderen schwarz-gelb oder gelb-schwarz gemessen. Da war 31,5 Ohm angezeigt. Dann habe ich den Widerstand zwischen gelb und rot gemessen. Das waren 49,1. Dann den Widerstand zwischen gelb und rot-schwarz. Das waren wieder 31,5. Dann zwischen gelb und grün. Das waren wieder 49,1. Und zwischen gelb und grün-schwarz. Das waren 55. Ja, was mich jetzt hier natürlich erstmal etwas verwundert hat, diese Werte haben nicht den gleichen Abstand zueinander. Das heißt, zwischen 31,5 und 49,1 ist ein Abstand von 17,6 Ohm und zwischen 49,1 und 55 nur von 5,9 Ohm. Ja, was heißt das jetzt? Sind die Abgriffe also nicht gleichmäßig auf der Wicklung verteilt? Ignorieren wir diese Werte noch einmal kurz und schauen nur darauf, dass sie von Abgriff zu Abgriff größer werden. Der größte gemessene Wert oder der jeweils größere gemessene Wert ist vermutlich räumlich auch weiter weg. Insofern können wir nun mal aufschreiben, welche Abschnitte der Wicklung oder welche Abgriffe vermutlich nebeneinander liegen. Und nebeneinander, damit meine ich, dass zwischen Gelb und Gelb-Schwarz habe ich 31,5 Ohm gemessen und zwischen Gelb und Rot-Schwarz habe ich auch 31,5 Ohm gemessen. Deswegen habe ich mal aufgemalt, dass Gelb-Schwarz und Gelb-Rot mit ziemlicher Sicherheit direkt neben Gelb liegen, weil da haben wir den kleinsten Widerstandswert gemessen. Das gleiche habe ich für die anderen Farben gemacht. Zwischen Gelb-Schwarz liegt offensichtlich Gelb und Rot. Und immer so weiter. Das habe ich mit allen durchgemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wie das denn jetzt räumlich aufgemalt werden kann, damit die immer richtig nebeneinander liegen. Und da ist mir der Kreis in den Sinn gekommen, weil da passt es. Wenn wir zum Beispiel mal hier oben bei Rot-Schwarz anfangen. Grün ist 31,5 Ohm entfernt. Grün-Schwarz ist 49,1 entfernt. Das ist die zweitgrößte Zahl und genau 2 Abgriffe voneinander entfernt. Und Rot ist 55 Ohm entfernt, das ist am weitesten weg. Und auf der anderen Seite ist Gelb 31,5 entfernt und Gelb-Schwarz ist 49,1 entfernt. Das heißt, bringt die gemessenen Werte schön in Einklang. Die jeweils höhere Ohmzahl ist auch weiter vom Ausgangspunkt entfernt. Daraus ergibt sich also, dass das Ganze höchstwahrscheinlich irgendwie im Kreis angeordnet ist. Aber trotzdem bleibt da jetzt immer noch das große Fragezeichen, warum diese gemessenen Widerstandswerte so seltsam ungerade Abstände haben. Das schauen wir uns jetzt am besten mal in einem Versuch an, der da ein bisschen Klarheit reinbringen dürfte. Also ich habe mal im Keller nachgeschaut und habe dort diese schönen großen alten Widerstände gefunden und habe da einfach mal einen gemessen und der zeigt mir irgendwas so knapp unter 37 Ohm an. Naja, das ist ja fast das gleiche, was wir eben als Gleichstromwiderstand zwischen einer dieser Wicklungsabschnitte gemessen haben. Also habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich doch mal 6 Stück von diesen Widerständen und löte die einfach mal zusammen.
erstmal in Zweierpaketen, damit man das Ganze besser handhaben kann. Ja, und das Ganze eben jetzt 3-mal. Ja, und wir hatten ja schon durch die einfache Messung rausgefunden, dass diese Abgriffe, diese bunten Drähte, irgendwo in einem kreisartigen Zusammenhang zueinander stehen müssen, und deswegen habe ich mir gedacht, löten wir das einfach mal in einem Dreieck zusammen, denn das geht ja am einfachsten. Ja, und dann nehmen wir das Multimeter und messen jetzt mal diese einzelnen Abschnitte durch. Wir haben ja eben gesehen, ein einziger Widerstand hat etwa 37 Ohm, und mal gucken, ob sich da jetzt irgendwas dran verändert hat. Aha, oh, ist deutlich weniger geworden. Nur noch ca. 31 Ohm und über 2. Ja, sind wir nur noch bei 49. Und über 3? 55 knapp. Ah ja. Da sind wir wieder bei 49. Und da wieder bei ca. 31. Okay. Naja, das ist doch das gleiche, was wir eben bei der Messung der einzelnen Drähte gemessen haben. Wir haben also im Versuch gesehen, dass die miteinander verbundenen Wicklungen des Motors in einem Dreieck angeordnet und miteinander verbunden sein müssen. Ja, man kann das Geheimnis jetzt auch lüften, das ist keine besondere Entwicklung von Pabst, sondern ein Motorprinzip namens Dalander-Motor. Beim Dalander-Motor gibt es einmal eine Verschaltung im Dreieck oder in einem sogenannten Doppelstern. Das ist das Prinzip hier unten. Ja, ich will das mal die innere Beschaltung des Motors nennen, also Dreieck und Doppelstern. Und diese beiden Verschaltungen haben die Eigenschaft, dass sie beide Motorgeschwindigkeiten ermöglichen, die im Verhältnis 1:2 zueinander stehen. Das heißt, wenn wir die Geschwindigkeit der Sternschaltung als Ausgangspunkt nehmen, dann ist die Geschwindigkeit des Doppelsterns doppelt so hoch wie die bei der Dreieckschaltung. Ja, und das kennen wir ja auch schon von der Echolette NG51S, die bietet 2 Motorgeschwindigkeiten. Nun sind Dalander-Motoren aber für 3-Phasen-Wechselstrom gemacht. Also man würde hier die 3 Phasen anschließen, so wie in unserem Haushalten üblich, um 120 Grad Phasen verschoben. Aber das haben wir natürlich bei so einem Effektgerät wie der Echolette nicht, denn unsere Steckdosen haben normalerweise keine 3 Phasen, sondern da ist eine Phase und der Neutralleiter angeschlossen. Deshalb kommt bei diesem Motor ein zweites Prinzip hinzu. Ich nenne das jetzt mal die äußere Beschaltung, nämlich die sogenannte Steinmetz-Schaltung. Bei dieser Steinmetz-Schaltung wird nur eine Phase und der Neutralleiter angeschlossen, und über einen Motorkondensator wird eine zweite Phase oder eine Hilfsphase erzeugt. Und dadurch, dass es ein Kondensator ist, ist diese zweite Phase auch nicht um 120 Grad Phasen verschoben, sondern um 90 Grad. Naja, 90 Grad wären es bei einem idealen Kondensator, sagen wir einfach mal so circa 90 Grad. Diese Eckpunkte sollen uns jetzt erstmal reichen. Es gibt zu diesen Motorschaltungen Unmengen von Videos auf YouTube, die noch viel genauer in das allgemeine Thema reingehen. Und da kann man sich noch weiter informieren. Wir wollen den Fokus ja auf die Verwendung dieses Motors in Bandechos legen. Deshalb fassen wir die folgenden Prinzipien noch einmal zusammen. Also dieser Dalander-Motor funktioniert mit Einphasenwechselstrom. Er verwendet über die Steinmetz-Schaltung eine Hilfsphase, also eine zweite Phase über einen Kondensator mit einer Phasenverschiebung von ca. 90 Grad.
Der Dalander-Motor kann im Dreieck beschaltet sein oder als Doppelstern, man sagt manchmal auch Sterndreieck. Und beim Doppelstern haben wir 4 magnetische Pole, also 2 Polpaare und die volle Geschwindigkeit. Beim Dreieck haben wir 8 magnetische Pole und 4 Polpaare und die halbe Geschwindigkeit. Polpaare kann man sich in etwa so vorstellen wie beim Permanentmagnet. Also ein Polpaar, das sind der Nord- und der Südpol. Und der Nordpol ist ein Pol und der Südpol ist ein Pol und zusammen bilden sie ein Polpaar. Bei 4 magnetischen Polen haben wir also 2 mal Nord und 2 mal Süd. Wobei da der Vergleich mit dem Permanentmagneten auch schon aufhört, denn es ist ja ein elektromagnetisches Feld und dadurch, dass wir Wechselstrom haben, springen der Nord- und der Südpol ständig hin und her bzw. wechseln die Seiten. Ja, elektromagnetisches Feld. Es wird dadurch ein Drehfeld erzeugt und dieses Drehfeld hat eine Geschwindigkeit, die man mit einer Formel zusammenfassen kann. Das ist diese Formel hier. Das ist die Netzfrequenz geteilt durch die Polpaare. Und weil wir die Umdrehung pro Minute wollen, nehmen wir das Ganze nochmal 60. Das bedeutet, wenn man das mal mit Zahlen füllt, wir haben 50 Hertz und 2 Polpaare und das Ganze mal 60, dann ergibt sich eine Geschwindigkeit von 1500 Umdrehungen pro Minute. Und wenn wir 50 Hertz und 4 Polpaare haben und das Ganze mal 60 nehmen, dadurch, dass der Nenner jetzt größer geworden ist, also vorher 2 und jetzt 4, wird die Zahl natürlich kleiner. Das sind dann nur noch 750. Also bei 2 Polpaaren 1500 Umdrehungen die Minute, bei 4 Polpaaren 750 Umdrehungen die Minute. Und wenn man nur ein Polpaar hätte, dann wären es 3000 Umdrehungen die Minute. Jetzt kommt aber noch ein kleines Aber. Ich habe hier in Klammern ein Sync stehen. Das heißt, diese Umdrehungen pro Minute beziehen sich auf das Drehfeld. Sprich, dieses Magnetfeld, das sich um die Rotationsachse des Motors dreht. Das ist die Geschwindigkeit, mit dem sich dieses Drehfeld dreht. Und es gibt jetzt Motoren, da dreht sich der Läufer genau mit dieser Geschwindigkeit. Das sind dann Synchronmotoren. Aber wir haben es hier mit einem Asynchronmotor zu tun. Dieser läuft dem Drehfeld etwas hinterher, ist also ein kleines bisschen langsamer. Also wir können diese Zahl schon als Näherung nehmen, müssen aber im Kopf behalten, dass der Motor der Echolette ein Asynchronmotor ist. Das heißt, er ist noch ein kleines bisschen langsamer, vielleicht so ca. 5%. Wir werden das nachher mal messen und schauen, bei was wir genau rauskommen. Kommen wir nun also zur Beschaltung des Motors. Wir rekapitulieren hier nochmal ganz kurz. Also die Umschaltung zwischen Dreieck und Doppelstern erfolgt durch eine Umverdrahtung der 6 Anschlüsse. Und diese Umverdrahtung muss notwendigerweise über das Schaltfeld der Echolette erfolgen. Denn hier haben wir ja 2 Knöpfe, kurz und lang, also schnelle Geschwindigkeit. Das wäre der Doppelstern, und langsame Geschwindigkeit, das wäre die Verschaltung im Dreieck. Denn wenn das Band langsamer vorwärts bewegt wird, dann haben wir die längere Echozeit und das schnellere Band bietet uns eine kürzere Echozeit. Wir sehen hier auf der linken Seite die 2 Schalter kurz und lang. Nur zum besseren Verständnis, wir schauen hier von oben in die umgedrehte Echolette. Das heißt, dieses Bild, was wir hier sehen, sehen wir so,
wenn wir die Echolette wie auf dem Bild umdrehen und von oben hineinschauen. Diese Blickrichtung werden wir jetzt auch beibehalten, nur dass es keine Verwirrung gibt, wie rum das jetzt eigentlich genau angeschlossen ist. Also diese Schalter funktionieren so, dass wir da 4 Dreiergruppen haben. 1, 2, 3, 4. Und diese 4 haben untereinander erstmal überhaupt keine Verbindung. Das heißt, jede von diesen Dreiergruppen steht erstmal für sich alleine. Und wenn man den Schalter reindrückt, dann sind jeweils die 2 oberen Kontakte miteinander kurzgeschlossen oder überbrückt. Und wenn der Schalter herausspringt, dann sind die je 2 unteren Kontakte miteinander kurzgeschlossen. Beim schnellen Motorlauf ist der Schalter kurz hereingedrückt und der Schalter lang ist raus. Beim langsamen Motorlauf ist der Schalter lang reingedrückt und der Schalter kurz ist rausgesprungen. Wenn ein Schalter gedrückt wird, dann springt der andere automatisch heraus. Wie funktioniert denn das jetzt genau? Schauen wir also uns zunächst mal die mechanische Seite dieses Schaltfeldes an. Die weißen Knöpfe sind an langen Laschen befestigt, die teilweise auch aus dem Schaltfeld hinten herausragen. Oberhalb von den weißen Knöpfen befindet sich eine Feder, die dem Schalter ein Rückstellmoment gibt, das benötigt wird, damit er nachher herausspringen kann. Zu dieser Lasche hier sind 2 Dinge zu sagen. Einmal hat sie hier eine Nase und dort einen Schlitz. Das wird nachher noch von Bedeutung sein. Am oberen Ende stoßen diese Laschen an eine weitere Lasche, die 90 Grad dazu versetzt ist, also eine Querlasche. Und diese drückt ihrerseits auch links wieder gegen eine Feder. Hier sieht man das mal in der Vergrößerung. Diese Feder gibt dieser Querlasche einen Rückstellmoment, sodass sie auch nachher wieder nach rechts springen kann automatisch. Ist also dazu da, um diesen ganzen Mechanismus zu laden. Wie funktioniert jetzt dieses Schaltfeld genau? Diese Querlasche hat eine schräge Einkerbung. Ich habe das hier mal als kleines Einzelbild gezeigt. Also wir haben hier an dieser Stelle eine Schräge. Und wenn man jetzt einen Knopf hereindrückt, dann stößt die Nase dieser Knopflasche gegen die Schräge und bewegt die Querlasche im Ganzen ein Stück nach links. So weit, bis die Nase am oberen Ende ankommt und über diese Kante hinausgeht, dann springt die Querlasche, angetrieben von ihrer Feder, wieder nach rechts und der Knopf wird auf diesem kleinen Plateau arretiert. Wenn ein anderer Knopf gedrückt wird, dann passiert an seiner Stelle das Gleiche. Die Lasche wird wieder nach links verschoben, wenn die Nase langsam die Schräge hinaufwandert. Und dadurch, dass die Lasche wieder nach links verschoben wird, springt die Nase des eben arretierten Schalters wieder heraus und der Knopf wird ausgerückt, zurückgestellt von seiner Feder. Das heißt, reindrücken, arretieren, reindrücken, arretieren und der springt wieder raus. Das schauen wir uns mal in einem etwas verlangsamten Video genauer an. Um jetzt zu verstehen, wie da diese Kontaktpaare hergestellt werden, nehmen wir den kompletten Schalter mal etwas auseinander. Dieser besteht aus 2 Teilen, nämlich einem Schlitten und einer Leiste mit den Lötösen. Auf dem Schlitten befinden sich 4 Zweierbrücken, die einen Schlitz in der Mitte haben, sodass die obere Lötleiste oder Kontaktleiste in diesem Schlitz sich hin und her bewegen kann. Es sind jeweils 2 davon zu einer Brücke verschaltet. Der obere Teil des Schalters
mit den Lötleisten ist fest im Schaltfeld befestigt. Nur der Schlitten kann sich hin und her bewegen. Bewegt wird der Schlitten durch eine Lasche auf seiner Unterseite, die sich in den Schlitz unserer Messingleiste einhakt. Das heißt, wenn wir den Schalter reindrücken, dann nimmt dieser Schlitz den Schlitten an dieser Stelle mit und er wird mit seinen Zweierpaaren auf dieser Lötleiste hin und her geschoben. Und dadurch, dass hier immer Zweierpaare sind, werden jeweils 2 von diesen Kontakten miteinander überbrückt. Rekapitulieren wir nochmal. Reingedrückt sind jeweils die oberen beiden Kontakte miteinander kurz geschlossen und wenn der Knopf ausgerückt wird, sind es die jeweils unteren 2. Betrachten wir jetzt dann mal die Verdrahtung der Lötösen. Wir wissen bereits, dass da 6 Drähte aus dem Motor rauskommen und irgendwo angeschlossen werden müssen. Das ist unsere innere Beschaltung. Und wir wissen, dass dazu auch noch die Stromversorgung kommen muss, denn das Prinzip des Dalander-Motors in der Steinmetz-Schaltung benötigt ja eine Phase, dann mindestens einen Draht von einem Kondensator und den Nullleiter. Und die müssen da alle irgendwo angeschlossen werden. Also das sind schon einige Drähte, die jetzt auf diesen Schaltern platziert werden müssen. Und das ist wieder sehr unübersichtlich. Und das ist dann meistens auch der Grund für die größten Fragezeichen vor den Augen, wenn man sich denn dieses Schaltfeld mal ein bisschen anschaut. Wir schauen uns deshalb jetzt zunächst einmal nur die Drähte an, die vom Motor auf diesen Schaltern angelötet sind. Dort haben wir wieder unsere 6 farbigen Drähte. Und ganz wichtig, einen Jumper, dessen Sinn wird sich nachher noch ergeben. Aber es müssen tatsächlich diese 3 Kontakte miteinander verjumpert sein und das sieht jetzt auf diesem Schalter so aus. Da ist ein massiver Draht und ein kleines Kabel, was noch hier lang geführt wird. Was passiert nun an diesem Punkt, wenn man die Schalter drückt? Beim schnellen Motorlauf ist der Schalter kurz gedrückt und der Schalter lang ist rausgesprungen. Ich habe hier noch einmal gelb markiert, welche der Kontakte jeweils miteinander verbunden sind. Und auf was ich an dieser Stelle hinweisen möchte, ist, dass durch diesen Jumper unsere 3 schwarz gerenderten Kabel oder Adern miteinander verschaltet sind. Wenn wir das mit unserem Blick auf den Dalander-Motor in Einklang bringen wollen, dann sehen wir, dass wir beim schnellen Motorlauf hier die Sternschaltung haben oder den Doppelstern, denn bei diesem sind die schwarz geringelten Drähte miteinander verschaltet. Und die einfachfarbigen grün, rot, gelb, die sind mit irgendwas anderem verbunden, was wir uns dann gleich anschauen werden. Beim langsamen Motorlauf ist der Schalter lang gedrückt und der Schalter kurz ist rausgesprungen. Und wir sehen hier, dass unsere 3 farbigen oder farbig schwarz geringelten Drähte nicht mehr miteinander verbunden sind, sondern sie sind jetzt einzeln mit was anderem verbunden und das entspricht dem Dalander-Prinzip der Dreiecksschaltung für den langsamen Motorlauf. Jetzt fügen wir die externe Beschaltung, also die Stromversorgung, noch hinzu. Damit es nicht zu unübersichtlich wird, betrachten wir den schnellen und den langsamen Motorlauf nun mal in Einzelbildern. Wir sehen nun, dass beim schnellen Motorlauf der grüne Draht aus dem Motor mit einem blau-gelben verbunden ist, der rote Draht mit einem gelb-roten und der gelbe Draht ist mit einem rot-gelben verbunden. Das sehen wir auch auf dem tatsächlichen Bild aus der Echolette. Wir haben hier den blau-gelben Draht, dort den gelb-roten Draht und hier den rot-gelben Draht. Beim langsamen Motorlauf sind die einfarbigen Drähte grün, rot und gelb tatsächlich mit gar nichts mehr verbunden. Und stattdessen sind unsere 3 schwarz geringelten Drähte mit der Stromversorgung verbunden. Es ist darauf hinzuweisen, dass
die Ansteuerung von dem gelb-schwarzen Draht auch von dem Schalter kurz kommt, und zwar über einen Jumper. Das ist eine massive Drahtbrücke, die hier eingelötet ist. Also beim langsamen Motorlauf ist grün-schwarz mit blau-gelb verbunden und rot-schwarz ist mit gelb-rot verbunden und gelb-schwarz ist mit rot-gelb verbunden. Es ist jetzt, glaube ich, der richtige Moment, sich mal einen Ausschnitt aus dem Schaltplan der Echolette NG51 anzuschauen. Und zwar nur den Ausschnitt, der uns hier interessiert. Wir sehen auf diesem Schaltplan folgende Dinge. Einmal hier die 42 Volt Wicklung auf der Primärseite unseres Trafos. Wir sehen die Sicherung des Gerätes. Wir sehen den Motor. Und wir sehen hier die beiden Schalter. Wir haben hier auf der rechten Seite den Spannungswahlschalter und last but not least, wir haben an dieser Stelle unseren 48 Mikrofarad Motorkondensator. Schauen wir zunächst nochmal auf eine vereinfachte Verdrahtung. Dies hier sind die tatsächlichen Anschlüsse, so wie wir sie auch im Gerät sehen. Ich habe bei einer Schlacht-Echolette NG51 mal alles aufgetrennt, da ab Werk, zeitgenössisch muss man sagen, alles fest mit kleinen Schnüren zusammengebunden ist, so wie Makramee oder Bondage, je nachdem, ob man Ästhet oder Masochist ist. Also da ist jeder Draht fein säuberlichst zusammengebunden und es ist ein bisschen schwierig, da zu erkennen, was wohin geht, und deswegen habe ich das mal alles aufgetrennt. Ja, und was wir dann hier sehen, ist die Primärseite des Trafos, und wir haben hier den blau-gelben Draht und dort unten den rot-gelben Draht. Das ist jetzt schon mal die erste Überraschung, denn die 42 Volt Wicklung liegt nicht etwa direkt nebeneinander, sondern das sind die beiden äußersten Anschlüsse des Trafos. Ja, von der einen Seite der 42 Volt Wicklung geht der rot-gelbe Draht zum äußeren Anschluss der Sicherung. Das ist der hier. Und von dort geht wieder ein rot-gelber Draht zum Netzwahlschalter. Das sehen wir hier, und zwar auf den Anschluss 1 des Netzwahlschalters. Die sind hier nummeriert 4, 3, 2, 1. Und von dort geht wieder ein einzelner rot-gelber Draht zum Motorkondensator. Man sieht das noch hier, die habe ich abgeschnitten, die zwei rot-gelben Drähte. Also einer davon kommt vom Netzwahlschalter und geht runter in einem zweiten Draht zu den Knöpfen. Und auf der anderen Seite sehen wir den gelb-roten Draht, der geht auch zu den Knöpfen. Ja, und von der anderen Wicklung der 42, von der anderen Seite der 42 Volt Wicklung geht eben der dritte, der blau-gelbe, runter zu unseren zu unseren Knöpfen kurz und lang. Ja, das habe ich jetzt mal eingezeichnet, so wie es tatsächlich mit Kabelfarben auch im Gerät zu sehen ist. Noch ein kleiner Hinweis auf diese Verbindung. Auf dem Schaltplan sieht das natürlich alles immer so aus, als ob das eine durchgehende Linie ist, aber natürlich auch hier. Wir haben einmal einen blau-gelben, der auf den ersten Schalter geht, und einen gelb-roten, der auf den ersten Schalter geht. Und von dort gehen sie als zweites Kabel auf den anderen Schalter rüber. Und diese Wicklungen sind relativ lang hier, weil die auch in diesem Kabelpaket drin sind. Also nicht täuschen lassen, das sieht immer so aus, als ob aus diesem Kabelpaket irgendwo diese zwei Leitungen rauskommen, aber gehen die erstmal alle auf den ersten Schalter und von dort als zweites Kabel auf den zweiten. Ja, hier haben wir jetzt auch noch die Kabel, die vom Motor kommen, hinzugefügt. Jetzt wird das Ganze schon äußerst bunt. Was man zu diesem Schaltplan noch sagen muss, weil das kann einen auch komplett durcheinander bringen.
Diese Linie hier, das ist nicht etwa der Rand des Schalters, der hier künstlerisch eingefügt worden ist, sondern das ist unser Jumper auf dem zweiten Schalter, der in Wirklichkeit ja eigentlich eher in der Mitte lang geht. Auf dem Schaltplan ist er als äußere Linie eingezeichnet, also hiervon nicht verwirren lassen. Ja, die Beschaltung des Motors kann man auf das Allereinfachste runterbrechen, wie in diesen folgenden 2 Bildern gezeigt. Für die langsame Geschwindigkeit verbindet man Gelb-Rot mit Rot-Schwarz und Rot-Gelb mit Gelb-Schwarz und Blau-Gelb mit Grün-Schwarz. Dann hat man die langsame Motorgeschwindigkeit und für die schnelle verbindet man Gelb-Rot mit Rot, Rot-Gelb mit Gelb, Blau-Gelb mit Grün. Und das hier habe ich ein bisschen blöd gezeichnet. Das soll nur bedeuten, dass die schwarz geringelten Drähte miteinander verbunden sind. Die sind nicht mit den 3 Drähten hier verbunden. Also die sind nur untereinander verbunden. Ja, das war jetzt mal in aller Kürze zusammengefasst die Theorie zur Beschaltung des Motors. Jetzt wollen wir uns aber den Motor und einige seiner Funktionsweisen noch im Versuch anschauen. Und ich hoffe, das wird nochmal spannend. Also, schauen wir uns mal ein paar Experimente an. Wir werden den Motor jetzt erstmal für die langsame Geschwindigkeit verkabeln. Angeschlossen sind jetzt nur die farbig schwarz gerenderten Drähte. Die einfachfarbigen Drähte hängen einfach in der Luft. Nun die Geschwindigkeitsmessung mit der Laserpistole. Ja, rund 728, 729 Umdrehungen pro Minute. Und nun verkabeln wir den Motor für die schnelle Geschwindigkeit. Hierbei werden jetzt die einfachfarbigen Drähte an die Stromversorgung angeschlossen und die farbig schwarz gerenderten werden wir einfach alle zusammen verdrahten über diese kleine Klemme. Und auch hier wieder die Geschwindigkeitsmessung. Und wir sind in etwa bei dem Doppelten, 1400 Umdrehungen die Minute. Ja, und jetzt wird es interessant. Jetzt werden wir einfach mal den roten mit dem grünen Draht oder wie in dem Fall den rot-schwarzen gegen den grün-schwarzen austauschen und schauen, was dann passiert. Der Motor läuft dann einfach in die andere Richtung, in dem Fall eben gegen den Uhrzeigersinn. Und zuletzt, was passiert, wenn wir den Kondensator abklemmen? Zunächst passiert nichts, aber wenn wir dem Motor einen kleinen Spin in Laufrichtung geben, dann wird er nach kurzer Zeit auf seine volle Umdrehungsgeschwindigkeit beschleunigen. Das heißt, der Kondensator wird zunächst erstmal nur zum Anlauf benötigt. Ja, wir haben es ja schon gesehen, dieser Motor war sehr, sehr verrostet. Und ich werde jetzt einfach mit einer Messingbürste, das ist eine relativ weiche Bürste,
werde ich den Rost entfernen und mit einem Glaspinsel den zusätzlichen Dreck. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig an. Bauen wir die Lagerung wieder zusammen und dort kommt auch ein bisschen Fett rein. Und wenn alles verschlossen ist, ist der Motor wieder gut, um verwendet zu werden. Zum Abschluss hören wir uns nochmal ein Beispiel an, wie der Motor vor der Wartung geklungen hat und wie er nach der Wartung klingt. Das spricht für sich selbst. Ja, reden wir zum Abschluss nochmal über ein leider selbstgemachtes Problem. Die Vorarbeiten für dieses Video haben ein paar Wochen gedauert und ich habe in dem Zuge auch viel mit dem Motor experimentiert und habe vor 2 Wochen auch mal eine Messung des Stromes gemacht, der fließt, wenn der Motor eingeschaltet wird und wenn der Motor läuft. Und beim Einschalten hatte ich etwa einen Strom von 600, 650 Milliampere, vielleicht für eine Sekunde. Und danach hat er sich auf leicht unter 300 Milliampere eingependelt. Mir ist allerdings bei den letzten Aufnahmen aufgefallen, dass der Strom im laufenden Betrieb nun fast doppelt so hoch ist. Er ist so circa bei 650 Milliampere, was absolut nicht in Ordnung ist. Man muss ja bedenken, die Echolette hat gerade mal eine 300 Milliampere Sicherung und die würde definitiv sofort fliegen in dem Moment, wo der Motor angeht. Ja, was ist also passiert? Ein Hinweis ergibt sich letztlich schon aus einem kleinen Test. Ich habe mal hier langsam die Spannung hochgedreht und der Motor fängt nun schon bei ca. 10 Volt an zu laufen. In meinen ersten Tests hat er erst bei 30 Volt angefangen zu laufen und man sieht hier auf der Stromzange, wie der Strom langsam immer höher steigt. Meine Vermutung ist, ich habe zwischenzeitlich mal einen kleinen Test gemacht, wo ich die Phasenverschiebung des Kondensators messen wollte. Und dabei ist mir ein kleiner Fehler passiert, der aber höchstwahrscheinlich größere Auswirkungen hatte. Nämlich ich habe mir einen Kurzschluss gebaut und mein Trenntrafo hat sehr stark angefangen zu brummen.
Seine Sicherung, die immerhin 4 Ampere groß ist, ist allerdings noch nicht geflogen. Ich vermute aber, dass dabei kurzfristig so viel Strom geflossen ist, dass an dem Motor was kaputt gegangen ist. Es ist nur so zu erklären, denn mittlerweile fließt bei 40 Volt einfach ein viel zu hoher Strom. Und das ist nur dadurch zu erklären, dass da vielleicht jetzt in dem Motor ein Windungsschluss drin ist. Ich habe natürlich nochmal den Widerstand der einzelnen Adernpaare oder den Widerstand zwischen den einzelnen Aderpaaren gemessen. Der hat sich auch etwas verringert. Der hat sich nur um wenige Ohm verringert. Aber nichtsdestotrotz, das ist für mich die einzige Erklärung und deswegen habe ich diesen Motor wohl geschrottet. Tja, Lehrgeld muss man hin und wieder zahlen. Wichtig ist, dass man was draus lernt. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.